Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es weiter am Achsschenkel beim Opel an der Vorderachse. Und zwar werde ich jetzt den alten Achsschenkel auf der Fahrerseite nochmal rausbauen. Hier den neuen aufgearbeiteten Achsschenkel entsprechend anbringen. Ich habe auch die Deckkappen lackiert, dass das hier auch wieder schick aussieht. Hier an der Seite, wie gesagt, habe ich es nicht komplett wegbekommen, den Rost. Da muss ich mal schauen, ob ich das jetzt heute noch ein bisschen besser hinbekomme. Ansonsten wäre das hier fertig. Wie gesagt, schützt eben hier das Radlager davor, dass da Feuchtigkeit eindringt. Außerdem hatte ich ja auch hier ein bisschen Fett an den neuralgischen Stellen aufgebracht. Das sollte auch nochmal helfen, dass da nicht Feuchtigkeit hingelangt. Und wie gesagt, heute ist das Thema Achsschenkel und im Idealfall auch die Bremse zusammenbauen auf der Seite. Dafür habe ich ja den neuen Verschleißsensor, den neuen ABS-Sensor, den ich dann auch noch anbringen muss. Und ich hätte gesagt, ich quatsche jetzt gar nicht mehr lang. Ich packe euch in den Zeitraffer und mal gucken, wie gut ich den alten Achsschenkel jetzt wegbekomme. Der ist ja frisch montiert. Im Idealfall sollte ich den alten Achsschenkel wieder gut wegbekommen. Der ist ja da noch nicht lange dran. Ich habe ihn außerdem auch eingefettet, damit er da besser von diesem Splint wieder runterhupst. Aber das seht ihr dann jetzt im Zeitraffer. Wie gesagt, ich lasse einfach jetzt den Zeitraffer durchlaufen. Mal gucken, wie weit wir kommen.
So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Ich glaube, die Zeitraffer sind nicht so mega gut geworden. Ist einfach irgendwie kein Platz, da irgendwo die Kamera hinzustellen, dass man was gut sehen kann. Deswegen zeige ich euch jetzt nochmal die einzelnen Stellen. Also zum einen, seht ihr ja, habe ich die neue Bremsscheibe montiert. Dafür habe ich mir auch eine neue Sicherungsschraube besorgt. Dann habe ich den Sattel montiert final. Hier oben diese Führungsbolzen, die bekommen 30 Newtonmeter nach meinem Wartungshandbuch. Dafür habe ich jetzt hier einen schmalen Schlüssel genommen, um an dieser Muttergegend zu halten, die da ist. Und dann hier eben entsprechend mit einer Nuss 30 Newtonmeter festgezogen an beiden Bolzen. Ich muss sie noch markieren. Dann den Bremssattel selber mit 95 Newtonmeter angezogen. Angeblich kriegt er auch noch ein bisschen Drehwinkel, das habe ich aber gelassen. Ich habe jetzt nur 95 Newtonmeter gemacht. Dann das Federbein, das habe ich auch jetzt schon mal befestigt. Das bekommt dann erst, wenn das Gewicht des Fahrzeugs drauf ruht, final 90 Newtonmeter laut meinem Reparaturhandbuch. Und auch nochmal Drehwinkel. Da bin ich aber ehrlich gesagt unsicher, ob ich das wirklich mache, wenn das Fahrzeug steht, weil wie soll ich denn an diese Schrauben rankommen, ne? Wenn man sich jetzt hier noch eine Felge dazu denkt. Also ich denke, das werde ich jetzt gleich mal noch mit 90 Newtonmetern anziehen, denn im verbauten Zustand, denke ich, werde ich da mit der Felge so gut wie gar nicht mehr rankommen. Und wie gesagt, das Fahrzeug geht ja dann in die Vermessung, dann sollen die das nochmal kontrollieren. Die müssen hier die Dinger nochmal lösen, um den Sturz einzustellen. Der Sturz lässt sich ja hier oben an diesem Langloch variieren. Wir haben hier ein Langloch und darüber können wir den Sturz einstellen. Dann habe ich den neuen Bremsverschleißsensor entsprechend montiert. Der hat so eine kleine Nase und die kommt in so ein Führungsloch am Bremsbelag. So, jetzt nochmal für euch zum besseren Visualisieren. Das hier ist wie gesagt der Verschleißsensor für die Bremse. Hier an den Bremsbelägen haben wir eine entsprechende Aussparung, wo wir den Verschleißsensor einführen können. Und der Belag sitzt ja normalerweise so im Bremssattel drin. Und wir führen dann den Verschleißsensor hier über diese Öffnung an der Bremszange, führen wir es ein, schauen, dass die Nase da durchgeht und wie gesagt Kontakt gibt, beziehungsweise halt einfach ganz einrastet. Wie gesagt, am besten vielleicht mit einem Schraubenzieher oder so, dann hier entsprechend in die Bremszange rein und den Verschleißsensor einklipsen. Wie gesagt, der wird hier mit dieser Nase, ich hoffe, man sieht das, wird er einfach hier reingeklipst. Das wie gesagt nur nochmal zur Veranschaulichung für euch, weil ich das ja mit der Kamera am Auto habe nicht einfangen können, dass ihr wisst, wie das geht. Und wenn ihr den rausholen wollt, damit ihr ihn nicht kaputt macht, damit es nicht so endet wie bei mir, müsst ihr eben, wenn wir hier den Bremsbelag haben, mit dem Schraubenzieher hier so dazwischen und den dann raushebeln. Ansonsten bricht er eben ab, so wie bei mir. Oder ihr kauft eben neue Sensoren, noch gibt es die ja. Jetzt geht es weiter im Video. Das heißt, ihr setzt den Verschleißsensor hier an und dann drückt ihr den fest. Ich habe einen kleinen flachen Schraubenzieher zur Hilfe genommen, damit ich da an die entsprechende Stelle komme zum Drücken. Dann habe ich hier jetzt schon wieder alles eingehangen, Bremsleitung, Verschleißsensor und den neuen ABS-Sensor. ABS-Sensor, gehen wir hier mal rüber. So, jetzt müsstet ihr den sehen können. Da sitzt der neue ABS-Sensor, auch entsprechend mit einer neuen Schraube. Da habe ich jetzt 8 Newtonmeter drauf gegeben, nur ein bisschen, damit er eben fest ist. Wie gesagt, der ist ganz frisch. Dann hier hinten diese Anschlüsse, wie gesagt, vom ABS bzw. Raddrehzahlsensor und vom Verschleißsensor habe ich beide angeschlossen wieder. Dann habe ich die Spurstange entsprechend erneuert. Die ist jetzt auch noch nicht mit dem Original oder richtigen Drehmoment fest, aber es macht jetzt auch gar keinen Sinn, das hier final einzustellen, weil ich ja das Auto noch vermessen muss. Das heißt, das passt auch. Die Koppelstange werde ich gleich nochmal festziehen müssen und, wo ich auch noch nicht weiß, das habe ich auch auf der anderen Seite, und zwar hier an diesen Halterungen für den ABS-Sensor und für den Bremsverschleißsensor habe ich auf beiden Seiten, also auch auf der anderen Seite, wo ich jetzt noch nicht dran war, hier so ein komisches Ding. Also das passt eigentlich nur an der Koppelstange wirklich gut. Auf der anderen Seite ist das aber auch hier so ja, halbherzig hier so rangeflanscht, aber das sieht mir halt nicht so aus, als ob das wirklich so gehört. Auf der anderen Seite ist es aber so gelöst. Ja, ich muss mal gucken, ob ich da vielleicht noch einen Kabelbinder oder irgendwas hinmache. Wie gesagt, auf der anderen Seite ist es auch so, aber richtig schön finde ich das nicht. Deswegen wahrscheinlich werde ich einfach den Schlauch mit dem Schlauch hier mit einem Kabelbinder verbinden. Also wie gesagt, hier kommen 30 Newtonmeter drauf auf die Führungsbolzen
vom schwimmend gelagerten Bremssattel. Dann hier laut Anleitung 95, das mache ich gleich noch. Und die Schrauben vom Bremssattel eben 90. Wie gesagt, die Drehmomente, also die Drehwinkel, die spare ich mir jetzt mal. So, jetzt würde ich sagen, ich ziehe das noch mit dem Drehmoment fest. Hier, wie gesagt, den Anschluss. Und dann mache ich noch den Dreieckslenker fest und dann packen wir mal eine Felge drauf, lassen das ab und schauen mal, wie es aussieht. Ob ich auch jetzt hier die Freigängigkeit habe, muss ich gleich nochmal kontrollieren, bevor ich es jetzt final festziehe, dass ich nochmal die Felge draufsetze. Ob ich es nicht zu weit reingekippt habe wegen dem Sturz. Aber das probiere ich jetzt nochmal und dann geht es für euch gleich weiter, wenn die Felge drauf kommt. So, das Rad sitzt. Scheint auch nicht zu schleifen. Gucken wir gleich nochmal von unten. Wie gesagt, ich musste jetzt maximal den Sturz rausnehmen. Ich habe aber Spurplatten besorgt, die nehme ich mit zum Vermessen, dass wir da auch ein bisschen Sturz geben können. Aber wie gesagt, ohne Spurplatten geht das jetzt nicht. So sollte das aber zumindest dann für den TÜV reichen. Ich habe jetzt noch nicht alles mit Drehmoment angezogen, zeige ich euch auch gleich. Vorher wollte ich euch aber mal mein kleines Schlachtfeld hier zeigen, wo hier die ganzen Teile rumliegen. Das muss ich auf jeden Fall auch noch aufräumen, damit ich hier heute einen sauberen Abschluss finde. Jetzt hätte ich gesagt, schauen wir das Ganze aber mal von unten an und ich zeige euch die Stellen, die ich jetzt festgezogen habe und die Stellen, die ich noch festziehen muss. So, jetzt sind wir unterm Auto und die Stelle, die ich meine, ist die Stelle hier oben zwischen Radflanke und Felge und diesem Verstellteller. Ich komme in meiner Hand jetzt leider nicht hin, ist nicht genug Platz. Ich werde es euch im Videoschnitt highlighten, was ich meine. Da haben wir jetzt Platz. Ich hoffe, man kann das erkennen. Nur der Reifen geht da vorbei. Das ist auch, hätte ich gesagt, genug Platz. Aber ich habe jetzt dadurch eben so gut wie keinen Spielraum mehr, um das Rad noch weiter nach innen zu kippen, ne? Also in Richtung Stoßdämpfer. Denn dann hätte ich kaum noch Platz oder halt eigentlich gar keinen Toleranzbereich mehr. Bedeutet, wie gesagt, ich nehme Spurplatten mit zur Fahrwerksvermessung und dann kann man da Spurplatten aufsetzen. Gewinnt hier nochmal ein bisschen Abstand zwischen Reifen, Felge und Federbein und kann dann doch ein bisschen mehr Sturz fahren als jetzt. Aber wie gesagt, für jetzt ist es in Ordnung. Was habe ich noch nicht mit Drehmoment final angezogen? Das ist hier vom Dreieckslenker, den hatte ich ja getauscht, habt ihr ja gesehen, ist jetzt hier neu drin. Das heißt, die Schrauben vom Dreieckslenker habe ich jetzt noch nicht mit Drehmoment angezogen. Das werde ich dann erst machen, wenn ich mit allen Arbeiten durch bin und ich das Fahrzeug wirklich aufs eigene Gewicht gestellt habe. Weil dann ändert sich ja die Position vom Dreieckslenker. Der kommt dann nochmal ein bisschen nach oben. Also wird ja vom Fahrzeuggewicht dann sozusagen das Ganze nochmal nach oben gedrückt. Und ich will das in der Normalposition festziehen. Nicht, dass mir hier drin irgendwie eine Verspannung entsteht beim Gummi. Ich habe es jetzt erstmal nur so handfest angezogen. Das reicht für den Zeitraum, wo ich das Fahrzeug jetzt auf der Bühne habe, beziehungsweise auch mal, wenn ich es ein-, zweimal runternehme, ist das okay. Aber für den Dauerbetrieb wäre das, hätte ich gesagt, nicht in Ordnung, wenn ich das nicht in der Normalposition festziehe. Deswegen, wie gesagt, da die Info für euch, wenn ihr solche Schrauben habt oder eben solche Fahrwerksteile, die solltet ihr nur dann festziehen, wenn das Fahrzeug in der Normalposition ist, sprich hier auf den eigenen Rädern steht. Bei den Schrauben hier vom Federbein, wie gesagt, da ändert sich ja die Position nicht, wenn das Fahrzeug eingefedert ist, war jetzt zumindest mein Gedanke. Ich werde aber trotzdem, weil ihr seht, ich habe die Unterlegscheiben vergessen, ne? Das ist natürlich nicht in Ordnung. Das heißt, ich werde, wenn ich die andere Seite gemacht habe, bei der Seite das Rad nochmal abnehmen und nochmal die Schrauben lösen vom Federbein und Unterlegscheiben drunter setzen und dann eben alles gesamtheitlich in der Normalposition festziehen. So sieht das jetzt aus. Hier oben, wie gesagt, da habe ich jetzt auch die Kabel so verlegt. Ich werde, wie gesagt, vielleicht noch Kabelbinder dann hinmachen, muss ich mal schauen, aber so funktioniert das jetzt eigentlich ganz gut. Ist, wie gesagt, 1:1 so wie auf der anderen Seite, nur eben, dass jetzt der Verschleißsensor und der ABS-Sensor neu ist. Ansonsten, wie gesagt, ihr seht jetzt hier den neuen Dreieckslenker, den Spurstangenkopf habe ich ja auch getauscht, der ist auch neu. Und ja, das heißt, ich mache jetzt in Stillarbeit noch da drüben die andere Seite fertig. Dann werde ich hier noch ein bisschen nacharbeiten mit den Unterlegscheiben, alles mit Drehmoment festziehen und dann geht es in einem der nächsten Videos entweder mit dem Automatikgetriebe weiter oder aber oben mit den Ventildeckeldichtungen. Muss ich mal gucken, wo ich dann
als nächstes mehr Lust drauf habe auf Automatikgetriebe, Service oder Ventildeckeldichtung. Beides jetzt nicht so mein Favorite, aber so ist es eben. Ja, wie gesagt, insofern sind wir für das heutige Video durch. Den Bremsschlauch hatte ich euch ja erzählt, den habe ich jetzt auch nicht neu gemacht, weil ich da oben an dem Verschraubpunkt das nicht wegbekommen habe. Jetzt vorm TÜV will ich da die Baustelle nicht aufmachen und das noch gegebenenfalls abreißen und dann neue Bremsleitungen ziehen müssen. Da habe ich keine Lust zu. Besorgt habe ich sie natürlich schon, aber ich will es eigentlich vermeiden. Wie gesagt, somit sind wir für das heutige Video durch. Ich hoffe, es war was Hilfreiches dabei. Ich hoffe, das mit den Zeitrafferaufnahmen hat einigermaßen gepasst. Wie gesagt, wichtig, wenn ihr das TH Technics Fahrwerk verbaut, mit zum Beispiel diesen Felgen, ich denke aber auch mit den Standardfelgen, werdet ihr das Problem haben, dass der Abstand hier oben zwischen Dämpfer und Reifen relativ gering ist und ihr sozusagen wenig Sturz fahren könnt. Bedeutet, wenn ihr Sturz fahren wollt mit dem Fahrwerk, braucht ihr auf jeden Fall Spurplatten. Insofern, es würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit einschaltet. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.